Es gibt etwas, das wertvoller ist als Gold, mächtiger als Waffen und kostbarer als jede weltliche Errungenschaft. Und doch vernachlässigen es viele. Es formt unser Herz, schützt unseren Glauben und leitet unsere Schritte. Ohne es sind wir wie ein Reisender in der Nacht ohne Licht. Wer es sucht, dem öffnet Allah Wege, die er nie für möglich hielt. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Der Vers 114 in Surah Taha: Und sprich, mein Herr, mehre mir das Wissen, wurde dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart, nachdem Allah ihn bereits mit Wissen bereicherte. Subhanallah, obwohl er der vollkommenste Mensch war, lehrte ihn Allah, noch mehr Wissen zu erbitten. Dies zeigt, dass Wissen niemals vollständig ist und der Gläubige bis zum letzten Atemzug danach streben sollte. Die Gelehrten erklären, dass dieser Vers eine direkte Aufforderung an uns alle ist. Wer wirklich Allah nahe sein will, muss das Herz für Wissen öffnen. Nicht jedes Wissen, sondern jenes, das uns näher zum Schöpfer bringt, das unseren Glauben stärkt und uns vom Irrweg schützt. Im Tafsir wird betont, dieses Bittgebet vereint Demut und Streben. Es ist die Haltung zu wissen, dass wir nicht genug wissen und dass jede Erkenntnis eine Gabe Allahs ist und keine eigene Leistung. Genau diese Haltung schützt uns vor Hochmut. Wissen ist nicht nur für Prüfungen, in der Schule oder bei der Arbeit wichtig. Es ist der Schlüssel, um im Diesseits richtig zu handeln und im Jenseits zu bestehen. Ohne Wissen können wir Allah nicht so anbeten, wie er es verdient. Wer nicht weiß, wie man betet, wird Fehler machen. Wer nicht weiß, was Haram ist, kann unbewusst Sünden begehen. Muawiyah ibn Abi Sufyan berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wem Allah Gutes will, dem gibt er Verständnis in der Religion. Gleichzeitig hilft uns Wissen in der Dunya, richtige Entscheidungen zu treffen, in Familie, Arbeit und Gemeinschaft. Es ist wie ein Licht, das nicht nur den Weg zu Allah zeigt, sondern auch Stolpersteine im Alltag sichtbar macht. Unser Iman ist wie eine Pflanze, ohne Wasser vertrocknet sie. Wissen ist dieses Wasser. Wenn wir den Koran verstehen, wenn wir die Sunna kennen, wenn wir die Ratschläge der Gelehrten zu Herzen nehmen, wenn wir wissen, was Allah liebt und was er verbietet, dann wächst unser Glaube stark und tief verwurzelt. Im Gegensatz dazu führt Unwissenheit zu schwachem Glauben. Manche verlieren sogar ihren Islam, weil sie die Grundlagen nicht kennen und falsche Ideen annehmen. Die Gelehrten sagen, Wissen schützt dich, während du den Besitz beschützen musst. Wissen ist nicht nur Information, es ist ein Schutzschild. Es hilft uns, den Einflüsterungen des Scheitans zu widerstehen, zweifelhafte Argumente zu entkräften und in schwierigen Zeiten standhaft zu bleiben. Deshalb investierte die Sahaba immense Zeit, um zu lernen. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, der Dolmetscher des Koran, sagte: Ein einziger Tag, an dem ich Wissen suche, ist mir lieber als 100 freiwillige Gebete. Wer Wissen sucht, stärkt nicht nur seinen Verstand, sondern vor allem sein Herz. Denn wahres Wissen führt immer zur Ehrfurcht vor Allah. Wie es im Koran steht: Nur diejenigen von seinen Dienern fürchten Allah, die Wissen haben. In Surah Fatir. Religiöses Wissen zeigt uns, wie wir Allah richtig anbeten. Aqidah, Salah, Zakah, Halal und Haram. Ohne Wissen sind Taten zufällig, mit Wissen werden sie angenommen. Rasulullah sagte: Wer einen Weg geht, um Wissen zu suchen, dem erleichtert Allah damit einen Weg ins Paradies, überliefert bei Muslim. Der Koran lehrt: Wisse, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Wissen kommt vor Worten und Werken. Es schützt vor Bid'ah, vor Aberglauben und vor den Einflüsterungen des Scheitans. Wer lernt, wie Allah geliebt wird, liebt anders. Wer lernt, wie Allah gefürchtet wird, handelt vorsichtiger. Dieses Wissen trägt über das Grab hinaus. Es führt zu aufrichtiger Reue, korrekter Ibadah und geduldiger Standhaftigkeit Richtung Jannah. Wenn Wissen unseren Iman stärkt, dann zeigt sich sein Wert nicht nur im Herzen und in Gebeten, sondern auch dort, wo wir jeden Tag stehen, in Beruf, Familie und Gesellschaft. Weltliches Wissen ist weder Konkurrenz noch ein Hindernis zur Religion, sondern ein Werkzeug, Allah besser zu dienen. Medizin heilt Menschen, Ingenieurwesen baut sichere Brücken, Baufacharbeit sorgt für Infrastruktur, Recht schützt Schwäche,
Mit korrekter Absicht wird jede Expertise zur Ibadah. Ein Muslim, der sein Handwerk exzellent, ehrlich und zuverlässig ausübt, lebt sein Wissen sichtbar. Er verhindert Schaden, stiftet Nutzen und öffnet Herzen für die Wahrheit. Präsenz in guten Berufen bedeutet, dass die Umma Verantwortung übernimmt und Vertrauen gewinnt. So wird Wissen nützlich. Es ordnet die Dunya, damit der Weg zu Allah klarer wird, und es macht uns zu Vorbildern, ohne große Worte. Größte Stolpersteine sind Arroganz, zum Beispiel ich weiß schon alles, falsche Absicht, also Riya, Bequemlichkeit oder Ablenkung. Auch schlechte Quellen und ungeprüfte Meinungen verwirren. Diese Stolpersteine treten immer wieder auf, sei es das Streben nach Wissen des Din oder des Alltags. Der Schaitan liebt hastiges Urteilen ohne Beweise, eilige Entscheidungen, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Das Heilmittel ist Geduld, aufrichtige Absicht, verlässliche Lehrer bzw. saubere Quellen und ein Lehrplan mit Disziplin. Lerne schrittweise und wende Gelerntes sofort an, denn gelebtes Wissen bleibt, während bloße Informationen verfliegen. Prüfe dein Herz regelmäßig. Suchst du Allahs Wohlgefallen oder nur den Lob der Menschen? Adab ist die Seele des Wissens, Ikhlas vor Beginn, Respekt vor Lehrern und Büchern, Zuhören ohne sich ablenken zu lassen. Im Dien-Unterricht notieren und Fragen stellen, bei YouTube-Videos hinterfragen, wenn keine Quellen vorhanden sind. Wiederhole das Video, damit mehr im Gedächtnis bleibt. Hüte Zunge und Herz vor Spott, denn Arroganz löscht Baraka. Handle nach jedem Schritt, den du verstanden hast. Kleine und stetige Taten sind besser als große und seltene. Bewahre Ordnung und ein reines Herz, so wird Wissen zu Licht, nicht zur Last. Wissen ist nicht nur ein Schatz, den man sammelt. Es ist ein Licht, das den Iman erleuchtet. Ein Muslim, der Wissen trägt, verändert nicht nur sich selbst, sondern auch die Menschen um ihn herum. Er stärkt die Gewissheit im Glauben, lässt uns klar zwischen Wahrheit und Falschheit unterscheiden und macht uns standhaft in Zeiten der Prüfung. Wahres Wissen führt zur Demut, denn je mehr du erkennst, wie groß Allahs Schöpfung und seine Gebote sind, desto mehr verstehst du deine eigene Begrenztheit. Viele der großen Gelehrten der Vergangenheit waren nicht nur Wissende, sondern Diener der Menschen. Sie unterrichteten, halfen, versöhnten und leiteten an. Wissen gibt Kraft, aber es ist auch eine Verantwortung. Wer weiß, wird am Tag des Gerichts nach dem gefragt, was er mit dem Wissen getan hat. Deshalb ist Wissen kein Luxus, sondern eine Pflicht, die uns vor Fehltritten schützt, uns motiviert, Gutes zu tun und uns vorbereitet auf die Begegnung mit unserem Herrn. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, das Streben nach Wissen ist Pflicht für jeden Muslim. Dieser Hadith ist eine Einladung, jeder Schritt zum Wissen, jedes Buch, jede Stunde des Lernens, sie alle sind Schritte auf einem Weg, der nicht mit dem Tod endet, sondern ins Ewige führt. Die Gelehrten betonten immer wieder, dass der Muslim regelmäßig Wissen suchen soll. Ibn al-Qayyum sagte, das Herz braucht Wissen, wie der Körper Nahrung braucht. Und Imam Ahmed ibn Hanbal erklärte, die Menschen brauchen Wissen mehr als sie Essen und Trinken brauchen. Denn Essen und Trinken braucht man 1 oder 2 Mal am Tag, Wissen aber bei jedem Atemzug. Manche Gelehrte gaben sogar den Rat, niemals mehrere Tage vergehen zu lassen, ohne sich mit Wissen zu beschäftigen. Und sie gaben uns ein schönes Gleichnis. Der große Tabi'i Hassan al-Basri sagte, Wissen ohne Taten ist wie ein Baum ohne Früchte. So wie Zucker im Tee erst durch das Rühren seine Süße entfaltet, entfaltet auch das Wissen erst durch das Handeln seiner wahren Nutzen. Wissen ist ein Geschenk, das nicht vergeht. Es begleitet dich im Leben, schützt dich im Grab und erhebt dich im Jenseits. Wir gehen heute in kleinen Schritten, aber mit aufrichtigem Herzen. Bitte Allah darum, das dir nützliche Wissen zu mehren und lebe danach. Denn das wahre Erbe der Propheten ist nicht Gold, sondern Ilm. Manche Wege geht man nicht allein. Wenn du offen für neue Themen bist, bleib gern dabei.